Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 23 My Team. Und heute geht's nach Österreich. Sehr geile Strecke, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das müsste auch das Rennen sein, nachdem unser Vertrag mit Porsche ausläuft. Oh, das hier ist richtig günstig mittlerweile. 423. Machen wir das doch direkt mal. Dafür haben wir nämlich genug Punkte. Marketingabteilung. Ah, Rivalen. Max Verstappen? Nein, definitiv nicht. Perez oder Sainz? Boah. Ich habe jetzt leider nicht die Tabelle im Kopf. Hier würde ich jetzt gerne die Tabelle eigentlich nachgucken. Das Ding ist, I guess Perez. Ich glaube, der war meistens eher in meiner Nähe als Sainz. Na, verdammt, Sainz ist eigentlich deutlich niedriger. Naja. Oh. Oh ja, wir haben Sprintwochenende, stimmt's. Oh Gott, und mit Regen im Sprint. Das war halt echt keine gute Runde und damit bin ich Zweiter. Wow. Ist das lächerlich. Alter, wie schlecht sind denn die NPCs auf dieser Strecke? Na, okay, reicht nicht. Wir fahren noch eine Runde. Verdammt. Okay, hat nicht gereicht, noch eine bessere Zeit zu fahren. Dritter. Aber das ist definitiv voll akzeptabel. Okay, das bringt viel. Wow. Okay, ja, Sprint mit Regen. Ja, das kann ja was geben. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. Charles Leclerc lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Phoenix, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Oscar Piastri, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Albon, Joe, Bottas, Ricciardo, Teo Pourchaire, Ocon, Tsunoda, Hulkenberg, Magnussen, and Logan Sargent. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. Boah, was macht mehr Sinn? Rot oder gelb? Wahrscheinlich eher gelber. Ja, die Frage ist halt mit dem Regen, ne? Wie stark wird der Regen sein? Das war schon die Frage letzte Folge. Ja, aber ich glaube, gelb macht mehr Sinn. Ja, wir nehmen gelb. Okay, radar is clear. Weather is looking good for now. Betonung auf for now. Oh, guter Start. Sehr guter Start.
temps under control, please. Alter, das war richtig stark. Na, da kriegt er mich jetzt. The energy stores depleting, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Ja. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Aber ich habe jetzt DRS, mein Freund. We think we might see some rain, ETA about 15 minutes. Bam, Außenseite. So nämlich. Oh, Verstappen hat jetzt Leclerc bekommen. Okay, dadurch ist natürlich eine kleine Lücke entstanden jetzt. Das ist erstmal gut für mich. Die Frage ist, Verstappen ist wahrscheinlich schneller als Leclerc. Das heißt, der wird mir dann gleich Probleme machen. Perez ist raus, okay. Das ist gut für mich, actually. Wegen der Rivalität. Nice. Sprintrennen gewonnen. Yes, thank you. Thank you for all your hard work out there. That was a really strong drive and a great finish. Well done. So make Damit sure haben wir you join Perez auch in der Rangliste überholt. Cool, aber jetzt kommt natürlich erstmal noch das richtige Rennen. Gute, wir starten von Pole. Das Schlechte, wir müssen deutlich länger durchhalten. Welcome from the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of around 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill of turn 3. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Phoenix lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Oscar Piastri, Hamilton, Sainz, Norris, Fernando Alonso, Albon, Gasly, Teo Pourchaire, Joe, Leclerc, Bottas, Ricciardo, Tsunoda, Hulkenberg, Ocon, Magnussen, Sargent, Stroll, and Sergio Perez completes our grid. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Ja, das hätte ich tatsächlich auch so gemacht. Rot, weiß. Das ist definitiv am sinnvollsten, glaube ich. Race starts. Okay, so that's the rest of the Ist lange her, dass ich das letzte Mal auf Pole Position gestartet bin. Guter Start. Okay, we're reaching a danger point with the wear on the MGU-H. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep temps under control, please. Oh, what the fuck? Verstappen, was falsch mit dir? Versucht er einfach innen reinzustechen, wo keine Lücke ist. Habe ich Schaden? Nein. Okay, Glück gehabt. Das war ein krasser Hit. Da hätte durchaus was an meiner Seite kaputt gehen können. Oh, aber Verstappen hat sich dadurch einen Schaden eingefahren, glaube ich, wa? Sieht so aus, als wäre der in der Box. Der muss den Frontflügel wechseln, denke ich mal. Tja, selbst schuld.
Weil da, was er da versucht hat, das hätte definitiv niemals funktioniert. Da war kein Platz für ihn. Das war ein großer Rutscher, aber es war zum Glück nicht so schlimm. Okay, Boxenstopp. Safety Car? Was? Lol. Oh mein Gott. Fuck. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich dachte mir gerade so, okay, Safety Car, das ist gerade perfekt. Ich bin gerade in der Box. Okay, wäre es ein bisschen früher gekommen, wäre geiler gewesen. Aber das ist richtig gut, weil dadurch verliere ich weniger Zeit. Aber dass jetzt die rote Flagge kommt, ist richtig scheiße. Weil das heißt, ich habe einen komplett unnötigen Boxenstopp gemacht. Oh, das ist richtig beschissen. Ja, aber ich kann halt nichts machen. Ja, ich muss jetzt die Weißen nehmen. Da habe ich eh keine Wahl. Damit wir durchfahren können. Aber das heißt, ich habe jetzt keine Möglichkeit, mit der Strategie zu gewinnen. Die jetzt vor mir sind, die muss ich überholen. Oh, das ist richtig schlechtes Timing. Okay, das ist schon mal gut gelaufen. Boah, das ist nicht gut. Da habe ich gerade richtig verkackt. Was? Lance Stroll wurde disqualifiziert? Alter, was zum Fick ist in diesem Rennen los? Oh, das ist richtig blöd. Ich hatte eigentlich schon einen guten Vorsprung jetzt. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Ich war schon mehr als eine Sekunde vorne. Also aus dem DRS-Fenster raus. Und dann kommt Safety Car. Das ist jetzt... Oh. In diesem Rennen habe ich echt kein Glück. Kann das sein? Okay, the safety car's coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car's into the pit lane. Okay. Guter Restart. Das Ding ist, Norris wird uns wahrscheinlich noch gefährlich werden hinter uns, weil der hat Mediums. Ja, also Norris kann auf jeden Fall gut mithalten. Der Rest dahinter ist keine große Gefahr, glaube ich. Wir müssen halt jetzt durchhalten, bis seine Reifen zu abgenutzt sind. Weil gegen Ende des Rennens werden die Mediums sehr stark abbauen. Aktuell sollte er noch halt die schnelleren Reifen haben. Wir müssen nur lang genug durchhalten, bis das nicht mehr so ist. Ja, soll ich hier Abkürzungen fahren oder wie stellst du dir das vor, Jeff? Ja. 67%, also bitte. Der ist doch noch gut. Den kann man nur noch mal benutzen. Nice. Das war weird. Warum ist da direkt einfach dieser Okay. Mal wieder ein Sieg. Sehr geil. Danke. Danke, Anthony Davidson. Dass ich dein Fahrer des Tages bin.
Ja, volle Punktzahl für mich. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich habe auch damit wieder gut aufgeholt in der Fahrerwertung. Die Konstrukteur, das ist natürlich eine komplett andere Sache. Da hat McLaren jetzt halt trotzdem auch mich aufgeholt, weil die halt Zweiter und Dritter waren, ne? Und mein Teamkollege halt nach wie vor keinen einzigen Punkt geholt hat. Obwohl unser Auto eigentlich definitiv gut genug ist, um Punkte zu holen. Und deshalb werde ich den auch definitiv feuern, sobald ich die Chance dazu habe. Die Rivalität gefällt mir aber. Eine Frage, die ich mir stelle, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. In der Wiederholung so. Wodurch wurde jetzt eigentlich die rote Flagge ausgelöst? Weil es war keiner raus. Die einzige Person, die raus ist, ist Stroll, der aus irgendeinem Grund disqualifiziert wurde. Warum auch immer. Okay, das Rennen war so chaotisch, ich würde sagen, da machen wir mal eine kleine Analyse der Vorfälle. Ja, zuerst einmal Runde 1, Verstappen und ich. Ja, also ich weiß immer noch nicht, was Verstappens Plan da war. Er ist einfach straight up in mich reingefahren. Er hat sich auch nicht verbremst oder so. Er ist wirklich einfach ohne Grund in mich rein. Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht hat er untersteuert. Das kann natürlich sein. Aber trotzdem definitiv komplett seine Schuld. Einfach dumm von ihm. Man sieht auch richtig schön, wie der Frontflügel wegfliegt. Verdient. Naja, aber jetzt zu dem, was mich eigentlich richtig verwirrt hat. Der Vorfall mit der roten Flagge. Und das war ganz einfach deshalb, weil Albon sich einfach gedreht hat und dann auf der Strecke stand und die anderen KIs halt einfach nicht gecheckt haben, wie sie da dran vorbeikommen können. Und das ist alles. Dadurch wurde dann das Safety Car ausgelöst und auch die rote Flagge, obwohl die rote Flagge eigentlich unnötig war, weil zu dem Zeitpunkt, als die kam, hatte sich eigentlich schon wieder alles geklärt und als dieses Knäuel begann sich aufzulösen. Aber als ich das hier in der Wiederholung gesehen habe, da musste ich jetzt schon lachen. Also dieser Vorfall mit dem zweiten Safety Car, ne? Stroll hat sich gedreht und beim Versuch auf die Strecke zurückzufahren, hat er sich einfach selber aufgebockt. Es ist zu geil. Er versucht Gas zu geben und es passiert einfach nichts. Und dann wurde er disqualifiziert, was eigentlich wenig Sinn macht, aber ich vermute mal, es liegt daran, dass das Spiel nicht gecheckt hat, dass er sich nicht bewegen kann, weil er halt nirgendwo gegengefahren ist, sondern sich einfach nur gedreht hat und auch keinen Schaden hat. Und von daher hat das Spiel das wahrscheinlich als auf der Strecke angehalten interpretiert und dafür wurde er dann halt disqualifiziert. Zu geil. Oh, okay. Irgendeine Entwicklung ist fehlgeschlagen. Darum kümmern wir uns auf jeden Fall mal. So, 7 Tage gilt der Vertrag noch. 10. Juli. Okay, nein. Dann haben wir tatsächlich noch ein Rennen mit Porsche. Aber danach kann ich ihn endlich feuern und mir jemand Besseres holen. Sehr gut. Aber dann machen wir in der nächsten Folge erstmal weiter mit dem großen Preis von Großbritannien. Also, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.